Boah, krass, aus meiner Sicht hat Bosch ein echtes Problem. Der Titel des stärksten Akkuschraubers ist extrem hart umkämpft. Und wir haben hier 3 neue Kandidaten. Wir haben 180 Newtonmeter, 170 Newtonmeter und 169 Newtonmeter. Und deswegen feiern wir heute die große Abrissparty. Als vor einigen Jahren der 18450 rauskam, habe ich mich gefragt, Mensch, braucht man einen Akkuschrauber mit 150 Newtonmeter? Und viele von euch haben gesagt, ja, das brauche ich. Und er ist wirklich sehr beliebt bei euch, weil ihr sagt, Mensch, ein Akkuschrauber für alles ist so eine tolle Sache. Oder ich muss halt wirklich auch schwerste Anwendungen damit durchführen. Und deswegen haben die Hersteller, glaube ich, sich gesagt, na, machen wir doch noch stärkere, hauen wir noch mal richtig einen raus. Ja? Und wir haben hier bei Makita wirklich 180 Newtonmeter, bei Flex haben wir 170 Newtonmeter und von Dewalt 169 Newtonmeter maximales Drehmoment. Aber die Frage ist doch, sind das einfach nur Zahlen oder können sie das wirklich? Und das wollen wir heute ausprobieren. Das heißt, wir wollen wirklich hier die härtesten Anwendungen, die stärksten großen Schrauben, Flachfräsbohrer und so weiter hier losbohren. Wir wollen sehen, wie schlagen sie sich denn wirklich. Aber erstmal schauen wir uns die Geräte mal ein bisschen genauer an. Denn wir haben hier den Makita DF003G, den Flex DD2G18EC HD2, den Dewalt DCD1007NT und den Bosch GSR 18V150C. Und jetzt ist doch mal interessant, welchen Preis haben wir denn eigentlich? Und da ist es super, alle kosten das Gleiche. Wir sind irgendwo zwischen 200 und 230 Euro. Und lass uns mal schauen, wie unterscheidet sich eigentlich? Beziehungsweise wir sollten noch mal einen Schritt zurückgehen, welchen Akku brauchen Sie dann eigentlich? Das ist enorm wichtig, weil wir haben ja Geräte, die enorm viel Energie gleichzeitig aus dem Akku rausziehen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz durch, was meine Empfehlung wäre. Wir haben hier bei Bosch altbekannt, sollten wir auf jeden Fall mindestens einen Procore 5,5 Ampere-Stunden nehmen. Theoretisch, jetzt mit dem im Bereich Expert, würde auch der 4er eigentlich reichen, aber damit wir hier bei den Tests auf keinen Fall eine Limitierung haben, nehmen wir auch hier einen Expert 5 Ampere-Stunden. Wenn ihr Procore habt, nehmt bitte Procore 5 Ampere-Stunden. Hier bei Dewalt haben wir eine Besonderheit. Und zwar nehmt ihr bitte nicht diesen ganz kleinen Mini-Akku 1,7 Ampere-Stunden, das war eigentlich eher nur als Spaß hier, sondern nehmt bitte einen größeren Akku, der maximal Energie euch liefern kann. Wir haben hier ja verschiedene Möglichkeiten, den ganz normalen 5er, der ist schon ganz okay, aber ich würde hier auf jeden Fall den Pouch nehmen, um wirklich das Maximale an Kraft rauszuholen. Was ihr bei Dewalt ja auch noch habt, ist die Besonderheit, dass ihr auch das hier nehmen könnt, nämlich wir können hier auch die 54 Volt Akkus nehmen. Ja, können wir auch einsetzen und können wir auch benutzen. Das ist noch mal etwas besser, weil ihr hier den Vorteil habt, dass die Zellen parallel angesteuert werden und wirklich relativ zellschonend arbeiten könnt. Das heißt, wenn ihr sowieso 54 Volt habt und den Akkuschrauber, dann könnt ihr das wunderbar auch zusammen kombinieren. Ich nehme am besten auch gleich mal genau den hier rein. Auch bei Flex ist es genauso. Nehmt bitte hier den großen Akku, den 8 Ampere-Stunden mit den etwas besseren Zellen und hier bei Makita 40 Volt, ganz wichtig, wir haben ja hier 18, 18, 18 und hier 40 Volt, nehmt ihr bitte auch einen, zum Beispiel wie den hier, mit den silbernen Streifen hier, da sind Tablet-Zellen drin, um wirklich absolut sicher zu sein, dass ihr genügend Energie bekommt. Was wir hier auch haben, ist, jeder hiervon hat einen Zusatzhandgriff, nutzt die mit Zusatzhandgriff, weil das ist wirklich kein Spaß mehr. Also mit 180 Newtonmeter hier, das reißt dir das Handgelenk relativ schnell rum. Damit das aber kein Problem ist für dich, ist es so, dass alle auch Kickback haben. Das heißt, wir sehen jetzt hier zum Beispiel, ja, das Gerät hält an, wir haben das hier, hält an, hier, auch hier hält das an. Und bei Bosch kennt ihr das? Auch hier hält das an. Je nachdem, wie sensitiv die einzelnen Systeme so sind, funktionieren sie aber alle gleich gut. Also sie sind alle wirklich sehr, sehr gut im dabei das Ganze zu verhindern. Jetzt könnte man ja sagen, es ist ja eigentlich völlig egal, welches Gerät man nimmt, aber sie unterscheiden sich schon in Details. Und mir ist völlig klar, dass du wahrscheinlich ein Akkusystem hast, in dem du bleiben willst, aber dann weißt du zumindest, ob das Gerät etwas für dich ist. Wenn wir jetzt hier bei Makita uns das anschauen, das Gerät hat ein paar Besonderheiten. Als allererstes ist es so, wir haben hier 3 Gänge, also Gang 1, 2 und 3, sodass wir hier zwischen den, hier haben wir es, 650 bis 2400 Umdrehungen eigentlich noch einen Mittelgang haben, nämlich die
1500. Wenn du sagst, na, das eine ist zu langsam, das andere ist zu schnell, finde ich eine coole Sache. Gerade bei diesen Monstern möchtest du manchmal auch ein bisschen mehr differenzieren können. Was noch interessant ist hier, wir haben im ersten Gang haben wir Folgendes, wir haben hier 40 Drehmomentstufen, die können wir hier unten einstellen, zwar über das Drehrad. Finde ich eigentlich sehr schön. Wir können das dann auch sperren, sodass wir jetzt hier oben nichts verstellen müssen. Das macht das hier oben auch ein bisschen schlanker. Zusätzlich haben wir hier eine elektronische Kupplung, das zeige ich hier nachher auch mal an der Schraube, finde ich sehr, sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, das rattert nicht vor sich hin, sondern es macht nur ein Geräusch und hört auf und dadurch habt ihr eine präzisere Führung der Schraube auf den letzten Punkt. Finde ich eine tolle Sache. Hier bei dem nächsten Akkuschrauber ist es so, beim Flex auch sehr, sehr besonders. Bei dem Gerät ist es so, wir haben 2 Gänge, das stimmt aber gar nicht, wir haben satte 4 Gänge hier bei dem Gerät. Denn wir haben zum Beispiel hier Gang 1, wunderbar, dann können wir jetzt hier aber den Turbomodus einschalten, dann haben wir noch mehr Umdrehungen, dann können wir auch auf Gang 2 gehen und dann können wir Gang 2 nutzen oder Gang 2 im Turbomodus. Das sind also 4 verschiedene Geschwindigkeiten, die wir haben. Und wir haben hier im ersten Gang 550 Umdrehungen. Erster Gang mit Turbo haben wir 700, zweiter Gang 2400, zweiter Gang mit Turbo haben wir 3000 Umdrehungen. Und ich habe auf der Messe das Gerät ausprobiert und das hat im zweiten Gang mit Turbomodus immer noch so einen schönen großen Forstnerbohrer einfach ins Holz reingewämst. Ja? Wir blenden euch das hier mal ein, das finde ich echt interessant und ich bin echt gespannt, wie der sich gleich gegen die anderen schlägt, weil als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das schafft sonst keiner. Aber vielleicht ist das wieder Quatsch und die anderen schaffen das auch. Ansonsten ist es ein relativ normaler Akkuschrauber, den wir hier haben. Ja? Aber der Turbomodus macht schon ganz schön was her. Apropos, was mir gerade noch einfällt, ist Licht. Wir haben hier ein sehr schönes Licht, was sehr schön das Ganze auch ausleuchtet. Auch hier bei Makita sehr, sehr großes Licht, was einen großen Arbeitsbereich ausleuchtet. Denn wir haben hier nämlich bei Dewald auch wieder ein besonderes Licht, bevor wir zum Kraft und allen anderen kommen. Denn hier können wir das Licht sogar steuern. Wir können das hier so ein bisschen nach unten und dann auch in verschiedenen Stufen wieder nach oben stellen, je nachdem, wo du es lieber hin hast. Zusätzlich ist es so, dass wir können das Licht hier einstellen und auch wiederum auf Dauer anstellen. 20 Minuten leuchtet das nach. Das heißt, du kannst ihn auch irgendwo, wenn du sagst, ich brauche jetzt hier mal ein bisschen Licht, nehmen, hinstellen und dann kannst du irgendwo ein bisschen rumfummeln, na, ihr wisst, was ich meine, arbeiten und dann habt ihr schön Licht. Was wir auch haben ist, wir haben hier auch wieder 3 Gänge. Finde ich eine coole Sache, dass wir auch differenzieren können. Was wir bei dem Gerät haben, der ist sehr, ich sag mal, hart eingestellt. Ergo, ihr merkt das, wenn ihr den in der Hand habt, erstmal, ihr merkt hier oben sehr, sehr viel Metall. Das, was für die Kühlung natürlich eigentlich eine gute Sache ist. Auch hier das Getriebe innen drin ist bei allen aus Metall. Aber ich habe das Gefühl, es ist alles etwas größer dimensioniert, was für mich für Langlebigkeit spricht. Das können wir natürlich jetzt heute nicht testen, aber das macht das Gerät auch zu einem sehr kopflastigen Gerät hier oben. Was ihr aber merkt, ist Folgendes, wenn ihr es einschaltet. Also ihr spürt sofort die Kraft und was ihr auch spürt ist, wenn er anhält, der hält sofort an und schlägt irgendwo so eine Bremse rein. Das ist so ein sehr, das ist so ein Gerät, wo wirklich sagt, ja, ich will spielen, gib mir ein großes Loch, ich will hier was ausprobieren. Also das ist schon irgendwie ein cooles Gerät, die anderen auch, aber der verspürt das am meisten von allen Geräten. Was wir hier von den Umdrehungen haben, das ist nämlich ganz interessant, wir haben hier im dritten Gang 2000 Umdrehungen. Jetzt würde man denken, ja warte mal, aber ich habe hier wie so 2000, der schafft mehr, ich glaube der schafft auch mehr. Naja, aber er hat natürlich im dritten Gang auch am meisten Kraft wahrscheinlich von allen. Werden wir gleich ausprobieren, aber das habt ihr auch. Zusätzlich haben wir hier die Verstellung des Drehmoments hier oben, ja, nicht hier unten. Hier haben wir es übrigens bei Flex ja auch hier oben. Und hier haben wir noch eine Besonderheit, und zwar, das Gerät hier ist das einzige von allen, was eine Bohrfunktion hat, also eine Schlagbohrfunktion. Ihr könnt die anderen Geräte auch alle mit einer Schlagbohrfunktion nehmen, den gibt es nur so. Und der Vorteil von dem hier ist, wenn wir hier einfach bohren gehen, und jetzt gehen wir auf Schlagbohren, dann geht das Bohrfutter einfach nur ein ganz kleines Stück nach außen. Bei den anderen ist es so, dass sie immer automatisch etwas länger sind, weil sie hier diesen Bohrmodus quasi dazwischen schalten müssen und dadurch das Gerät etwas länger wird. Und hier ist es einfach so, wenn ich das nicht brauche, zack, fährt er wieder ein bisschen ein und fertig. Finde ich eine gute Sache. Was ich auch interessant finde, das werden wir gleich mal ausprobieren, ist Folgendes, nämlich, wenn wir jetzt hier mal auf Gang 1 stellen, wir bleiben mal im dritten Gang, dann merkt man es am stärksten. Wenn wir jetzt hier mal Folgendes sehen, hört euch das mal an. Das heißt, ich drücke auf den Knopf und sofort ballert er los mit der vollen Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt aber runtergehe auf meinetwegen die Drehmomentstufe 3, dann werdet ihr Folgendes merken.
gehe ich auf die 5. Ja, das ist doch interessant. Woran liegt das denn? Ganz einfach, weil Dewald sagt, warte mal, wenn du das so weit runterstellst auf 1, 2 oder 3, dann ist es doch so, dass du sehr wenig Kraft haben möchtest. Wenn er dann mit der maximalen Geschwindigkeit losballert, könnte es sein, dass die Schraube schon zu sehr versenkt ist oder zu viel Kraft aufgewandt wird. Also das ist ganz interessant, da musst du auch aufpassen und dich nicht wundern, wenn es dann so niedrig eingestellt ist, dass hier die Kraft auch ein bisschen rausgenommen wird, beziehungsweise die Umdrehung. Bei Bosch gibt es eigentlich viel zu sagen. Ihr kennt das Gerät. Ich würde das auch jetzt nicht nochmal komplett durcherklären. Wir haben ja hier sehr kräftiges Gerät, damit habe ich schon einiges ausprobiert. Wir können hier den Winkel uns einstellen lassen, wo wird hier, bei einem bestimmten Winkel wird das dann hier grün und so weiter. Das kennt ihr aber alles. Ja? Ich möchte den hier vor allem als Referenz reinnehmen, weil wir alle haben gesehen, das hier ist einer der stärksten Akkuschrauber auf dem Markt, aber ich will wissen, sind die jetzt stärker? Jetzt aber Schluss mit erzählen, wir wollen endlich mal testen und zum Warmwerden nämlich eine 80 cm Schraube, also 13 mal 800. Erster Gang. Aber gerade so, also jetzt gerade so hier rangeschafft. Das ist erstaunlich. Er hat es auch nicht reingezogen. Also mit reinziehen war hier gar nichts. Interessant. Propeller, jeha! Zweiter Gang, ohne Turbo. Mit Turbo. Oh. Krass. Der hat durchgezogen. Der hat einfach. Was war das denn jetzt? Das heißt, der hat im Turbomodus den jetzt einfach durchgezogen. Und zwar im Turbomodus heißt das ja, dass er jetzt mit 700 Umdrehungen das Ding hier reingewetzt. Oh, schon ordentlich. Zweiter Gang. Guck mal, es ist schon echt weit, ja? Erster Gang. Du nimmst da rein. Rein damit. Erster Gang. Jetzt kommen wir mal zum ersten Eindruck. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jeweils das Gerät im höchsten Gang, also im dritten Gang oder sogar hier im zweiten Gang mit Turbomodus, also quasi im vierten Gang laufen lassen. Und wir haben gesehen, keiner von denen hat es im höchsten Gang geschafft. Im Gegenteil, ich musste bei allen runter auf den ersten Gang, außer bei Flex. Bei Flex war ich im ersten Gang, im Turbomodus und er hat es trotzdem geschafft. Also er hat es geschafft, mit 700 Umdrehungen die Schraube reinzuwemsen. Aber allgemein hast du gesehen, alle haben es geschafft. Deswegen werden wir jetzt nochmal zur Sicherheit natürlich die Standardschraube 1 Meter auch noch testen. Jetzt wird es anstrengend. Ich habe hier einen Flachfräsbohrer mit 40 mm und selbstschneidender Zentrierspitze und da müssen die schon ganz schön dran kämpfen. Und was nehme ich? Ich nehme natürlich jeweils den höchsten Gang. Mal schauen, wer am schnellsten ist.
Das hat Spaß gemacht und probiert das ruhig mal zu Hause aus. So ein Flachfräsbohrer macht auch wirklich Laune, aber braucht auch einen ordentlich potenten Akkuschrauber. Du musst natürlich nicht im zweiten Gang oder dritten Gang arbeiten und da wirst du merken, mit einem normalen Akkuschrauber, das wird schwierig werden. Die 3 oder die 4 besser gesagt haben hier richtig durchgerissen. Im höchsten Gang alle gar kein Problem und du siehst auch hier anhand der Zeiten, dass sie alle in einem sehr engen Fenster waren. Ja, rund 4 bis rund 5 Sekunden, das ist schon echt schnell, aber man sieht auch einen Unterschied. Was ich besonders interessant finde, ist Folgendes. Wir haben ja hier bei Flex das Gerät, was eigentlich am schnellsten dreht, mit 3000 Umdrehungen, aber in diesem Test konnte er nicht gewinnen. Ich habe es mehrmals ausprobiert, nein, schneller habe ich es mit dem nicht hinbekommen. Aber am Ende sagt der Test eigentlich nur aus, alle 4 machen einen genialen Job. Eine Sekunde mal ganz kurz, wir sind in einer Zeitblase. Eine Woche nach dem ursprünglichen Test, den du gerade gesehen hast, uns ist was aufgefallen. Nämlich auf der Messe habe ich das Gerät ja schon mal getestet. Zweiter Gang, Turbo-Modus, voll durchgezogen, großer Force, alles wunderbar. Und da habe ich darüber nachgedacht, wieso könnte das so gewesen sein? Und dann ist mir eingefallen, wir haben die Aufnahmen uns nochmal angeschaut und wir haben mit dem Gerät nochmal deutlich mehr auch getestet als mit den anderen und haben den Akku nicht gewechselt. Und so ist es uns wahrscheinlich so passiert, der Akku war schon zu leer, um die maximale Energie nochmal rauszugeben und deswegen holen wir den Test nochmal nach. Jetzt also voller Akku, zweiter Gang, Turbo-Modus, großer Forstner, ja, so wie im anderen Test. Jetzt gucken wir, ob er durchzieht. Also ihr seht, es war mein Fehler, nicht vom Flex. Das Ding zieht durch. Das hat richtig Spaß gemacht. Späne ohne Ende. Und das ist schon wirklich erstaunlich, wenn man so ein Gerät nimmt und sagt, ach komm, höchster Gang und ranzt das einfach so durchs Holz durch und das juckt ihn überhaupt nicht. Das ist etwas, was einem pures Grinsen auf das Gesicht treibt. Und würdet ihr das genauso machen? Ich denke schon. Also zumindest ein, zwei Mal ausprobieren würdet ihr. Und dann geht es euch vielleicht wie mir, dass ich einfach sage, oh, nochmal ein Loch, nochmal ein Loch. Weil es einfach so viel Spaß macht, dass man sagt, so wenig Widerstand mit so einem riesigen Bohrer, das kann ja gar nicht sein. Aber am Ende müssen wir eine Sache feststellen, wir haben ein Problem, nee, wir nicht, aber Bosch. Weil Bosch hat wirklich das Problem, dass die drei ihn hier in der Kraft überholt haben. Alle drei sind ein Tick kräftiger als das Gerät von Bosch.
Aber lasst uns mal anschauen, wie sind denn eigentlich die einzelnen Testergebnisse. Und dann müssen wir sehen, es differenziert sich schon so ein bisschen auch. Und am Ende bekommst du noch meinen Liebling. Aber wir haben jetzt erstmal die 800er Schraube. Ja, so eine riesige Schraube. Und wer hat es nicht geschafft? Bosch, Quatsch. Also Bosch hat es genauso geschafft wie alle anderen. Er hat diese Schraube reinbekommen, gar kein Thema. Am Anfang hatte ich ja bei Makita ein Problem. Und da kann man auch einen Tipp nochmal geben. Und zwar bei Makita hatte ich das Thema, ich hatte es ihn hier nicht auf Bohren gestellt, sondern noch auf Schrauben. Hier zwar auf das größte Drehmoment, aber er hat einfach aufgegeben. Das war genauso, zack, aufgegeben. Ich habe gedacht, der hat doch nicht so viel Kraft. Wenn du ihn aber umstellst auf Bohren, also du ihm wirklich zügellose Kraft gibst, dann wämmst er diese Schraube auch mit dem Kopf einfach so rein. Wir haben das eben nochmal eingeblendet. Das ist wirklich erstaunlich. Der könnte auch diesen riesigen Kopf hier nochmal, ja, einfach so durch den ganzen Baumstamm durchziehen. Heftig. Man muss aber sagen, das ist keine normale Schraube. Normalerweise würdest du so eine große Schraube zum Beispiel auch mit einem großen Schlagschrauber machen oder rein schrauben. Das hier ist etwas, was eher normal ist. Und Schrauben in der Größe können alle drei in einer Leichtigkeit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, so wupp, im größten Gang, einfach so. Man muss aber auch sagen, keiner von denen hat im zweiten oder dritten Gang die große Schraube reinbekommen. Und das finde ich auch wiederum erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass es mehr geht, aber der Flex, sehen wir hier, hatte da die Nase vorn. Okay, weil er hat ja im ersten Gang mit Turbomodus, also quasi im zweiten Gang das Ganze hinbekommen. 1000 Schraube, alles super, gar kein Thema. Flachfräsbohrer haben wir ja vorhin schon gehabt, alles super. Bohren mit dem 32 mm Schlangenbohrer, also quasi Schlangenbohrer, da war es so, dass es eine pure Wonne war. Alle im höchsten Gang, höchste Geschwindigkeit, also die geringste Kraft, muss man ja auch sagen. Je schneller so ein Gerät halt dreht, ist die Übersetzung ja anders, hat er auch weniger Kraft und alle drei so bob, 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 bob. Das war schon echt genial, wie schön man durchs Holz durchgekommen ist. Aber am Ende kackt die Ente. Denn wir haben jetzt hier am Ende nochmal einen Forstner-Bohrer gehabt, und zwar den hier. Ja, das wäre der Schlangenbohrer, den ich vorher meinte, so ein halber Schlangenbohrer. Aber bei dem hier ist es so, wir haben hier einen 65 mm Forstner-Bohrer, der aber eine selbstschneidende Zentrierspitze hat. Das heißt, der möchte wirklich diese 65 mm die ganze Zeit ranziehen. Und da drücke ich nicht, ich kann da machen, was ich will. Der zieht selber das ins Holz rein. Das heißt also, die Kraft, die er ausübt, ist auch immer identisch. Und da sehen wir Folgendes. Wir haben hier bei Makita es einfach so geschafft im höchsten Gang, muss man auch sagen. Ja? Dritter Gang einfach so reingewämst. Dann haben wir hier bei Dewald auch dritter Gang einfach so reingewämst. Bei Bosch haben wir genau da aber gesehen, im zweiten Gang mal ging es nicht. Dann es ist ja so, wir haben ja hier einen relativ breiten Steg an der Stelle. Wenn ich ganz leicht verkante, ja, dann ist es natürlich so, dass die Reibung nochmal extrem steigt und auch die Kraft, die das Gerät aufnehmen muss, extrem steigt. Und da ist es so, dass bei Bosch ich wirklich genau gerade gehen musste und dann ging es. Wenn ich ein bisschen verkantet bin, ging es eben nicht mehr. Das hat die beiden überhaupt nicht gejuckt. Ja. Das heißt, man hat das schon gesehen, er hat weniger Kraft. Im zweiten Gang wohlgemerkt. Im ersten wäre allen hier alles egal gewesen, muss man ganz klar sagen. Aber ich mache das ja, um den Unterschied rauszubekommen. So, jetzt ist die Frage, was ist mit ihm hier? Bei ihm ist es so, wir mussten hier in den ersten Gang zurück, erster Gang mit Turbomodus, also der quasi zweite Gang. In dem hat es gut funktioniert, zweiter mit Turbo und zweiter ging eben nicht. Also ihr seht, es war mein Fehler, nicht vom Flex, das Ding zieht durch. Lass uns mal über Besonderheiten sprechen der einzelnen Geräte, also gerade bei den dreien. Da ist es so, dass wir bei Flex dass ich dort eine Sache gemerkt habe, und zwar der Griff wird relativ warm. Also hier, die Elektronik muss hier irgendwie ganz gut drin verbaut sein, weil wenn der wirklich unter sehr großer Anspruch ist, ist es hier, dass der Griff warm wird. Das ist nicht heiß, aber man merkt, oh, da ist wirklich ein bisschen Temperatur drauf. Ja? Nichts, was jetzt irgendwie ein Problem ist, aber man merkt, der wird warm. Die anderen drei eigentlich, Wärme, kenne ich nicht. Außer im Akku. Die Akkus haben ganz schön gelitten. Wir haben hier mehr als die Hälfte der Energie durch den Test rausgezogen. Hier bei Flex haben wir am meisten getestet, deswegen habe ich hier auch den anderen Akku inzwischen schon in der Ladestation. Aber die haben es mit den Akkus also alle gut hinbekommen. Jetzt ist die Frage, welcher ist der beste?
Und da ist die Antwort, es ist für dich vollkommen egal. Es ist wirklich egal. Wenn du im Dewalt-Akkusystem bist, nimm Dewalt bei Makita, Flex und Bosch, das spielt keine Rolle. Wenn du neu ins Akkusystem gehst, dann musst du eher auf das Ökosystem gucken, weil von der Stärke her ist es eigentlich fast egal. Mein persönlicher Liebling würde sich zwischen diesen beiden entscheiden. Ich muss sagen, der Makita hat brutal durchgezogen. Bei dem Dewalt hatte ich aber einige Mal das Gefühl, dass er noch etwas souveräner war. Nicht, dass er mehr Kraft hat, ich kann das nicht richtig beschreiben, sondern er war irgendwie, das fühlte sich so ein bisschen flutschiger an. Ich kann das nicht sagen. Das war aber auch, der ist relativ kopflastig. Dadurch ist es so, dass er ein bisschen an manchen Anwendungen auch so ein bisschen besser sitzt. Kann sein, kann nicht sein, aber das Mehr an 10 Newtonmeter Kraft gegenüber den beiden merkt man nicht so. Also das habe ich kaum gemerkt, sondern alle drei, boom. Ja, aber das macht den hier auch nicht schlechter, sondern wenn du richtig viel Kraft hast, ist es für dich egal. Ist auch eine Erkenntnis, aber ich hatte zumindest viel Spaß. Ich hoffe ihr auch. Und solange ran ans Werkzeug, bis zum nächsten Mal.